Das Nörgele auf der Tann. Vor Zeiten erschien bald da, bald dort ein Männlein. Niemand wusste woher. Es hatte ein graues Gwandl an, und wenn es gut aufgelegt war, strich es sich den langen grauen Bart. Im Sommer soll es sich auf der Alm aufgehalten haben, und zur Herbstzeit kam es herunter zu den Höfen. Immer kehrte es auf dem Ritten ein und in Sarntal bei Leuten, die waren, wie sie sein sollten. So ein Bauer lebte lange vor uns in Sarntal. Der hatte seine Mühle oben im Berg. Wie der Bach einmal ging und das Rad trieb, führte er das Korn hinauf, mahlte und mahlte, bis er das letzte Körnlein auf der Mühle hatte. Einmal nun war ein Jahr, wo der Herrgott ausnehmend viel wachsen ließ, und als es zum Mahlen kam, wusste der Bauer nicht, wie er allein mit dem allem fertig werden sollte. Viel hatte er noch nicht gemahlen, da verspürte er eines Abends auf der Mühle das Nörgele. Etwas rechts hat er nicht gesehen, so ein graues Häufchen walkte auf der Stiege herum, wo man das Korn hinaufträgt. Weil's ohnehin schon der Nacht zuging, stellte er schnell den Bach ab, sperrte die Mühle zu und begab sich heimwärts. In aller Früh kam er wieder daher, um zu mahlen. Siehe da, was er sich vorgenommen hatte, war alles fertig gemahlen. So ging's in die zweite Nacht, die dritte und so fort. Er richtete von da an einfach das Korn her, und wenn er am anderen Tag kam, hatte er alles bis aufs letzte Grandel gemahlen. Nun ging dem Bauer ein Licht auf. Der nächtliche Mühlknecht war niemand anders als das kleine Nörgele. Nach und nach wurde das Nörgele ganz heimisch, und der Bauer gedachte, es zu gwanten, als die kalte Jahreszeit sich meldete, um dem kleinen Ding eine Freude zu machen. Er schenkte ihm ein neues Lohengwandl. Wie er es ihm hinreichte, da wurde das Nörgele auf einmal traurig, und am anderen Tag war es bei Laub und Staub verschwunden. Seitdem ist das Nörgele aus dem Sarntal fort. Aber ganz aus der Landschaft ist es doch nicht gezogen. Man sagt, es stieg übers Joch und zeigte sich von Zeit an öfters auf dem Ritten. Das letzte Mal hat man es dort gesehen auf der Tann. Alte Leute denken's noch. Auf der Tann, so heißt ein Heuhof auf der Alm Oberlengstein, wo die Kircher im Sommer das Vieh auftreiben. Da oben trieb das kleine Ding nun seinen Spuk. Oft trieb es bei heiligten Tage das Vieh von der Weide daher und trieb es heimwärts. Ein anderes Mal fuhr es mit dem Vieh zum Stall hinaus. Dann rumorte es wieder in der Nacht unter dem Vieh herum, bis das jemand dazu kam. Einmal mähten die Kircher oberhalb der Hütte und streckten sich dann nach dem Maat auf dem Vasen hin zum Nachtmahlen. Sie erzählten vom Nörgele, und da fing einer zu gscheiteln an. Es hat nichts mit dem Nörgele, es hat nie eines gegeben. Auf das hin hat's dann auf dem Stein 3, 4 Klafter drober gelärmt. Wie sie hinaufschauten, war's fort, bei Putz und Stingel.